Hallo und herzlich willkommen zu Veränderungen meistern. Heute sprechen wir darüber, wie wir Veränderungen in unserem Leben akzeptieren können. Schön, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Episode zu verpassen. Veränderungen sind ein fester Bestandteil unseres Lebens. Sie können aufregend oder beängstigend sein. Doch warum fällt es uns manchmal so schwer, darüber zu sprechen? Vielleicht, weil Veränderungen oft mit Unsicherheit verbunden sind. Wenn wir über Veränderungen sprechen, müssen wir uns auch eingestehen, dass wir etwas nicht mehr unter Kontrolle haben. Ja, das stimmt, aber es gibt auch positive Veränderungen, oder? Zum Beispiel ein neuer Job oder ein Umzug in eine neue Stadt. Solche Veränderungen können neue Möglichkeiten eröffnen. Absolut. Neue Herausforderungen bringen oft auch Chancen mit sich. Dennoch ist es wichtig, diese Veränderungen aktiv zu kommunizieren, um sich selbst und andere darauf vorzubereiten. Ich denke, ein guter Anfang könnte sein, die eigenen Gefühle zu teilen. Wenn wir offen darüber sprechen, wie wir uns fühlen, können wir Unterstützung bekommen und vielleicht sogar neue Perspektiven gewinnen. Genau. Es hilft, mit Freunden oder der Familie zu reden. Sie können uns oft helfen, die Dinge klarer zu sehen und uns Mut machen, die nächsten Schritte zu gehen. Aber was ist, wenn man niemanden hat, mit dem man sprechen kann? Gibt es Strategien, um mit Veränderungen allein klarzukommen? In solchen Fällen kann es hilfreich sein, seine Gedanken in einem Tagebuch festzuhalten. Das Schreiben kann Klarheit bringen und helfen, die eigenen Gedanken zu ordnen. Das ist ein guter Tipp. Und manchmal kann es auch helfen, sich kleine Ziele zu setzen, um die Veränderung schrittweise anzugehen, anstatt sich von der Gesamtsituation überwältigen zu lassen. Ja, kleine Schritte sind wichtig. Sie machen die Veränderung leichter zu bewältigen und geben das Gefühl, Fortschritte zu machen, auch wenn sie noch so klein sind. Und was ist mit der Angst vor dem Unbekannten? Wie kann man damit umgehen? Diese Angst ist normal. Wichtig ist, sie nicht zu ignorieren, sondern sich ihr zu stellen. Man kann sich fragen, was das Schlimmste wäre, das passieren könnte und ob man damit umgehen könnte. Meistens ist das, was wir uns ausmalen, gar nicht so schlimm. Es hilft, sich auf das Positive zu konzentrieren und zu überlegen, welche neuen Erfahrungen oder Lernmöglichkeiten die Veränderung mit sich bringen könnte. Absolut. Und letztlich ist das Leben voller Veränderungen. Sie bringen uns voran und machen uns zu dem, was wir sind. Offene Gespräche darüber sind ein wichtiger Schritt, um mit ihnen umzugehen. Wenn wir über Veränderungen sprechen, stoßen wir oft auf Unsicherheit und Zweifel. Aber wie können wir diese Gefühle ausdrücken, ohne uns schwach zu fühlen? Unsicherheit und Zweifel zu zeigen, ist kein Zeichen von Schwäche. Es zeigt vielmehr, dass wir uns mit unseren Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen. Ja, das stimmt, aber viele Menschen haben Angst, verurteilt oder missverstanden zu werden, wenn sie ihre Unsicherheiten offenlegen. Das ist verständlich. Doch indem wir über unsere Zweifel sprechen, können wir auch Unterstützung finden.
Es ist oft überraschend zu sehen, wie viele andere ähnliche Gefühle haben. Vielleicht hilft es auch, sich bewusst zu machen, dass niemand immer alles unter Kontrolle hat. Jeder hat Unsicherheiten, auch wenn es nicht immer sichtbar ist. Absolut. Und es kann hilfreich sein, sich selbst zu fragen, woher diese Zweifel kommen. Oft sind sie mit alten Erfahrungen oder negativen Gedanken verbunden, die wir hinterfragen können. Das klingt nach einer guten Strategie. Und wie kann man beginnen, diese Unsicherheiten in Worte zu fassen? Ein Anfang könnte sein, mit einfachen Aussagen zu beginnen, wie „Ich bin mir nicht sicher, ob“ oder „Ich habe Zweifel daran, ob“. Diese Sätze öffnen das Gespräch, ohne zu viel Druck zu erzeugen. Und was ist, wenn man das Gefühl hat, nicht die richtigen Worte zu finden? Gibt es Techniken, um das auszudrücken, was man empfindet? Manchmal helfen Metaphern oder Vergleiche. Zum Beispiel könnte man sagen, dass man sich wie ein Boot auf stürmischer See fühlt. Solche Bilder machen Gefühle oft greifbarer. Das ist eine kreative Idee. Und was, wenn man das Gefühl hat, dass die Zweifel einen überwältigen? In solchen Momenten kann es hilfreich sein, tief durchzuatmen und sich kleine Pausen zu gönnen. Auch Entspannungsübungen oder Meditation können helfen, den Kopf frei zu bekommen. Das klingt nach einem guten Ansatz. Und wie kann man lernen, mit Zweifeln produktiv umzugehen, statt sich von ihnen blockieren zu lassen? Es ist wichtig, Zweifel als Teil des Lernprozesses zu akzeptieren. Sie können uns anspornen, mehr Informationen zu suchen oder neue Wege zu erkunden. Und was, wenn man sich in einem Kreislauf aus Zweifeln und Unsicherheit gefangen fühlt? Manchmal ist es hilfreich, sich an positive Erlebnisse zu erinnern, bei denen man Zweifel überwunden hat. Das stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ja, das kann ermutigend sein. Letztlich geht es darum, sich selbst zu erlauben, Zweifel zu haben und diese als Chance zu sehen, zu wachsen und neue Perspektiven zu entdecken. Welche Strategien nutzt ihr, um mit euren eigenen Unsicherheiten und Zweifeln umzugehen? Und wie teilt ihr diese mit anderen, ohne euch verurteilt zu fühlen? Nachdem wir über Unsicherheiten gesprochen haben, stellt sich die Frage, wie treffen wir Entscheidungen, wenn wir emotional sind? Emotionen spielen eine große Rolle bei Entscheidungen. Sie können uns leiten, aber auch verwirren. Ja, manchmal fühlt man sich hin und her gerissen. Wie können wir unsere Gefühle besser verstehen, um klare Entscheidungen zu treffen? Ein guter Anfang ist, die eigenen Emotionen zu benennen. Zu wissen, ob man wütend, ängstlich oder glücklich ist, kann Klarheit schaffen. Das klingt sinnvoll. Und wie können wir diese Emotionen dann in unseren Entscheidungsprozess einbeziehen? Manchmal hilft es, sich eine Pause zu gönnen und die Gefühle zu reflektieren. Atemübungen können dabei unterstützen, den Kopf frei zu bekommen. Und wenn die Emotionen zu stark sind, um rational zu denken? In solchen Fällen kann es nützlich sein, mit jemandem zu sprechen, dem man vertraut. Ein Gespräch kann helfen, neue Perspektiven zu gewinnen. Das stimmt.
Aber was ist, wenn man keine klare Antwort findet, weil das Herz etwas anderes will als der Verstand? Manchmal ist es hilfreich, Vor- und Nachteile aufzuschreiben. So kann man die Situation objektiver betrachten. Gibt es Techniken, um eine Balance zwischen Herz und Verstand zu finden? Ja, Visualisierungen können helfen. Stell dir vor, wie sich jede Entscheidung anfühlen würde. Welche bringt mehr Frieden? Das ist eine interessante Methode. Und was, wenn man Angst hat, die falsche Entscheidung zu treffen? Es ist wichtig zu akzeptieren, dass Fehler Teil des Lebens sind. Jede Entscheidung bringt Erfahrungen, aus denen wir lernen können. Und wie können wir mit den Konsequenzen umgehen, wenn sich eine Entscheidung nicht richtig anfühlt? Man sollte sich daran erinnern, dass es immer Möglichkeiten gibt, eine Situation zu verändern. Flexibilität und Offenheit sind entscheidend. Das klingt ermutigend. Gibt es noch andere Tipps, um emotionale Entscheidungen besser zu meistern? Vertrauen in die eigene Intuition kann hilfreich sein. Manchmal hat das Bauchgefühl recht, auch wenn der Verstand zweifelt. Das ist ein guter Punkt. Und wie kann man lernen, der eigenen Intuition mehr zu vertrauen? Durch Erfahrungen. Je öfter man auf sein Bauchgefühl hört, desto besser lernt man, es zu verstehen und ihm zu vertrauen. Das klingt nach einem Prozess. Es ist beruhigend zu wissen, dass man nicht immer perfekte Entscheidungen treffen muss. Genau, der Weg ist oft genauso wichtig wie das Ziel. Es ist in Ordnung, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Welche Techniken nutzt ihr, um eine Balance zwischen Herz und Verstand zu finden, wenn ihr vor einer schwierigen Entscheidung steht? Nachdem wir über emotionale Entscheidungen gesprochen haben, stellt sich die Frage, wie können wir neue Wege gehen und diese sprachlich begleiten? Sprache ist ein mächtiges Werkzeug. Sie formt unsere Gedanken und kann uns helfen, neue Möglichkeiten klarer zu sehen. Das heißt, wenn wir neue Wege beschreiten, sollten wir bewusst darauf achten, wie wir darüber sprechen? Genau. Die Wahl unserer Worte kann beeinflussen, wie wir über Veränderungen denken und fühlen. Positive Sprache kann Mut machen. Was meinst du mit positiver Sprache? Kannst du ein Beispiel geben? Anstatt zu sagen, ich schaffe das nie, könnte man sagen, ich werde es versuchen. Es öffnet den Raum für Möglichkeiten. Interessant. Und wie kann man seine Sprache so ändern, dass sie unterstützend wirkt? Ein guter Anfang ist, auf negative Wörter zu verzichten. Stattdessen sollte man positive und motivierende Ausdrücke verwenden. Das klingt sinnvoll. Was, wenn man sich unsicher fühlt und die richtigen Worte fehlen? In solchen Momenten kann es helfen, sich inspirierende Zitate oder Mantras zu suchen, die einem Kraft geben. Und wie kann man andere ermutigen, neue Wege mitzugehen? Indem man offen kommuniziert und die Vorteile der Veränderung hervorhebt. Gemeinsame Ziele schaffen Verbundenheit. Was, wenn man auf Widerstand stößt? Wie kann man sprachlich Brücken bauen?
Zuhören ist entscheidend. Wenn man die Sorgen des anderen versteht, kann man besser darauf eingehen und gemeinsame Lösungen finden. Das klingt nach einer wertvollen Fähigkeit. Gibt es Techniken, um das Zuhören zu verbessern? Ja, aktives Zuhören ist wichtig. Man sollte aufmerksam sein, nachfragen und zeigen, dass man wirklich interessiert ist. Und wie kann man sicherstellen, dass man selbst klar und verständlich kommuniziert? Einfachheit ist der Schlüssel. Klare, prägnante Sätze helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Gibt es noch andere Tipps, um sprachlich neue Wege zu begleiten? Offenheit und Neugierde können Wunder wirken. Wenn man bereit ist, Neues zu lernen, zeigt sich das auch in der Kommunikation. Das ist ein guter Punkt. Und wie kann man mit Unsicherheiten umgehen, die auf dem neuen Weg auftreten? Indem man sich auf das konzentriert, was man kontrollieren kann und kleine Schritte macht. Jeder Fortschritt zählt. Das klingt ermutigend. Wie kann man diese kleinen Erfolge sprachlich feiern? Indem man sie bewusst anerkennt und wertschätzt. Worte der Anerkennung motivieren, weiterzumachen. Das ist wirklich hilfreich. Ich sehe, Sprache kann ein starker Begleiter auf neuen Wegen sein. Vielen Dank, dass ihr bei unserem Podcast dabei wart. Es war eine spannende Reise, auf der wir über Sprache und neue Wege gesprochen haben. Wir schätzen eure Unterstützung sehr und hoffen, dass ihr etwas Wertvolles mitnehmen konntet. Bitte hinterlasst uns einen Kommentar mit euren Gedanken und Lieblingswörtern aus dem Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns ein Like zu geben, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Die Unsicherheit. Die Unsicherheit ist groß. Manchmal spüre ich Unsicherheit. Hin und hergerissen. Ich bin hin und hergerissen. Er fühlt sich oft hin und hergerissen. Das Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl ist wichtig. Ich höre auf mein Bauchgefühl. Die Flexibilität. Flexibilität ist im Alltag wichtig. Sie zeigt viel Flexibilität. Das aktive Zuhören. Aktives Zuhören hilft im Gespräch. Durch aktives Zuhören versteht man besser.